Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich befinde mich in Kolumbien und dies ist ein etwas ungewöhnliches Intro, denn ich schneide gerade dieses Video und ich brauche noch ein Intro. Und zwar geht es heute um Kalenderblatt Juni und obwohl ich eine neue Radnabe habe, habe ich wieder die Lager ausgebaut. Warum? Erfahrt ihr jetzt. Also ich bin immer noch in Campamento, das ist da, wo ich letztes Mal auf der Dachterrasse war. Hier ist der Hauptplatz. Ihr seht, hier ist viel los. Es ist ein Minidorf, also wirklich, das heißt, bist du in 5 Minuten, uppala. Hier ist es, hat er mich gerade angekickt. 5 Minuten bist du hier alles abgelaufen oder in 10. Und ja, es ist halt richtig hier im Campo, also auf dem Feld. Also hier sind die Leute, die Jugendlichen kommen hier immer mit Pferden angeritten von den Bergen und dann saufen die hier. Und es ist so, jetzt regnet es nicht, aber wenn es regnet, reiten die bis in das Geschäft rein. Und dann stehen dann hier immer 3 Pferde nachts. Ja, das Hotel, wo ich letztes Mal auf der Dachterrasse war. Ich zeige es kurz. Das ist da, Oasis. Ja, da war ich letztes Mal. Und ja, ich habe hier schon die meisten Restaurants ausprobiert. Denn ich bin schon eine Woche hier. Denn es ist Ende des Monats und ich leide immer noch unter meinem Deutschlandbesuch, beziehungsweise darunter, dass ich in Kolumbien angekommen bin, nachdem ich ein Jahr im Amazonas und in Venezuela war, wo es nicht so viel gibt. Und ich dann so begeistert war, dass ich mir ja viele Sachen fürs Motorrad gekauft habe oder Service gemacht habe, was auch nötig war. Und in Deutschland habe ich mir natürlich auch neue Kamera gekauft und nach Deutschland fliegen ist auch nicht ganz billig. Deswegen habe ich jetzt festgestellt, holy shit, ich muss arbeiten. Deswegen habe ich mich eine Woche ins Zimmer gesetzt und gearbeitet. Hier habe ich auch 50 Mbit Internet, also super Internet. Und dann ist es immer arbeiten, Fußball schauen, arbeiten, Fußball schauen. Das ist ja nicht nur EM jetzt, sondern es hat jetzt auch die Copa America angefangen. Alle Länder Amerikas machen damit. Das kann ich jetzt auch noch gucken. Also es gibt mehr Fußball, als ich gucken kann. Aber eigentlich bin ich zum Arbeiten hier. Also, was will ich erzählen? Es geht um das Kalendervideo Juni. Ich habe ja meinen Kalender gemacht Ende des Jahres und ich habe gesagt, jeden Monat mache ich ein kurzes Video zu dem Bild des Kalenders. Und dieses Mal sind wir wieder in Bolivien und zwar wieder auf der Fahrt zum Che Guevara, beziehungsweise davon weg. Also ich bin ja von Sucre, der Hauptstadt Boliviens, vom Süden. Da fährt man dann so querfeldein über, ich sag mal, bolivianisches Hinterland, über Stock und Stein, dann zum Che Guevara hoch, das liegt oben auf dem Berg. Mit Jamie und Frank bin ich da gefahren und dann wieder runter. Da gibt es eine Stadt, Valle Grande, da haben wir was gegessen und ein paar Sachen zum Essen gekauft, beziehungsweise zum Grillen, weil wir Lagerfeuer gemacht haben an einem Wasserfall, La Pacha. Und da fährt man dann eine überragende Strecke hin. Also die Strecke zum Che Guevara ist schon richtig geil, aber noch geiler ist dann nach La Pacha zu fahren. Da geht es halt erst richtig hoch und dann geht es halt super steil runter. Der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht ganz einfach und vor allem, wenn es regnet, dann kann es sehr schwer werden. Bei uns hat es nicht geregnet, als wir hingefahren sind, aber es war ziemlich steil und so und das war schon ordentlich, sage ich mal. Aber man kommt schon durch. Dort haben wir dann übernachtet, eine überragende Campingstelle. Ich habe ja schon das Video darüber gemacht, sowohl zum Che Guevara als auch zu La Pacha. Und das Foto des Kalenders ist auf dem Rückweg entstanden. Denn am nächsten Tag haben wir unser Zelt wieder zusammengebaut. Leider hat es angefangen zu regnen und zwar ziemlich dolle. Das heißt, wir mussten das Zelt dann nass zusammenbauen, dann losfahren. Das war dann auch ein bisschen schwierig und so, muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Strecke von da nach Samaipata. Samaipata ist ein bekannter Touri-Ort. Ja, das ist ein ganz kleiner Ort. Sehr schön gelegen. Und da kommt man eben, wenn man Richtung Straße wieder fährt, wenn man auf die Straße kommt, da ist Samaipata. Deswegen, ich habe immer gesagt, wenn es Thailand wäre, wären da 1000 Bustouren zu diesem Wasserfall. Aber da ist halt gar nichts. Wir waren die einzigen Leute an diesem Wasserfall. Ja, auf diesem Weg von dem Wasserfall nach Samaipata ist das Foto entstanden in einer Kurve. Frank hat das Foto gemacht.
Denn es gibt ja nicht so viele Fotos von mir, wo man mich wirklich auf dem Bike fahren sieht, weil ich ja meistens allein unterwegs bin und so oft mache ich das nicht, dass ich jetzt mich ab und zu mit der Drohne mal filme, aber dass ich jetzt die Kamera hinstelle und dran vorbeifahre, das sollte ich eigentlich öfters machen. Aber das ist immer, ne? Fährst du irgendwo hin, wo es geil ist, okay, dann steigst du ab, dann musst du erstmal irgendwie 5 Minuten oder so oder 10 Minuten irgendwo hinlaufen, Kamera aufstellen, anmachen, dann wieder zurücklaufen zum Bike, dahin fahren, dran vorbeifahren, wieder zurücklaufen. Und also eine halbe Stunde dauert es. Ja? Und je nachdem, wie heiß es ist, ich habe das jetzt in der Takakoa-Wüste gemacht, ja, das muss man auch schon wollen. Aber klar, das sollte ich öfters machen. Jedenfalls, da ist das Foto entstanden. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn man jetzt nicht diese von unten reinfahren will über 2 Tage oder 3 Tage, sondern man kann auch von Samaipata eben von oben fahren, dann ist man in, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so an diesem Wasserfall. Und das ist auch eine relativ einfache Strecke. Ist natürlich Schotterweg, aber es ist lang nicht so steil und so tiefer Schotter wie jetzt die andere Strecke. Ja, das dazu. Was gibt sonst noch Neues von hier? Wieder ein bisschen Bike-Service. Im Moment ist viel Bike-Service in den Videos. Ich habe jetzt hier eine Garage mit überdacht und da ist auch, habe ich Ruhe und so weiter. Denn ihr wisst ja, ich habe eine neue Radnabe bekommen. Bekommen habe ich sie schon lange, aber eingebaut vor 2 Monaten in Medellin. Ich habe das Video gezeigt und dann hat mir der Thomas geschrieben. Der hat gesagt so, ja, die Radnabe ist ja aus Aluminium und die Lager sind außenrum ja aus gehärtetem Stahl oder so. Auf jeden Fall ist das Material härter um die Lager rum als das Aluminium und früher oder später wird sich das wieder einfressen in die Radnabe und wird die Radnabe wieder aufstoßen. Also werde ich das Problem wieder bekommen. Da habe ich natürlich aufgehorcht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat sich sehr, also was du geschrieben hast, Thomas, hat sich sehr glaubhaft angehört. Ich hatte ja dann nochmal zurückgeschrieben, hab so, ja, glaube ich nicht, lalala, und dann hast du nochmal geschrieben. Und hast mir gesagt, bei den Rallye-Fahrern und Motocross-Fahrern sind die extra gehärtet, die Radnaben, und eben meine nicht. Es ist zwar eine Original-Yamaha-Radnabe, das hatte ich ja alles erzählt, Radnabenvideo könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, aber es wäre gut, wenn ich die Lager nochmal rausklopfen würde und mit Loctite 648 Füge, Welle, Narbe heißt es, glaube ich, reinkleben würde. Dann würde das nicht passieren, dass das ausschlägt. Und das wird hier außen auf den Ring aufgebracht und dann kloppt man das hier wieder rein und dann soll das verhindern. Als ich in Deutschland war, habe ich mir das gekauft und jetzt werde ich das auftragen und dann einfügen. Ich habe beide Lager schon rausgeklopft auf beiden Seiten. Und jetzt trage ich das auf. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Nach 5 Minuten ist es handfest hart und nach 3 bis 6 Stunden ist es komplett ausgehärtet. Ich weiß, dass jetzt einige wieder sagen würden, oh Gott, du hast es da mit dem Stein reingeschlagen oder mit dem Hammer und so. Ja, sonst kriege ich es auch nicht rein. Und ich versuche halt schon darauf zu achten, dass der Stein eben die ganze Fläche bedeckt, dass es eben nicht auf die Lager, sondern auf den Rand der Lager schlägt. Ja, man kann normalerweise immer, auch wenn man jetzt die Lager wechselt, nimmst du ein altes Lager, legst es da drauf und schlägst auf das alte Lager drauf. Und so, ich habe jetzt immer den Abstandshalter von dem, wenn man den Reifen einbaut, da sind ja so Abstandshalter immer noch so drin, den habe ich genommen, da drauf gelegt, um eben um das Lager nicht zu zerstören. Ich hoffe, ich habe das anständig gemacht und das ist jetzt gut. Außerdem wisst ihr ja, dass ich jetzt einen auswaschbaren Luftfilter habe. Das ist jetzt 4000 Kilometer oder so drin, aber ich bin ja in der Wüste gewesen und so weiter. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie der so aussieht und habe den jetzt auch mal rausgenommen und ausgewaschen, auch den Cleaner benutzt. War natürlich noch nicht nötig, den auszuwaschen, aber jetzt habe ich es mal gemacht, wieder eingeölt und wieder eingesetzt.
Eine Sache noch, ich bin ja ein Riesenfan von diesen Metzeler-Reifen. Ich habe den ja zum zweiten Mal jetzt hinten, Metzeler Enduro 3 Sahara. Und habe den jetzt ja auch vorne drauf. Ich bin super zufrieden damit. Allerdings, was ich sagen muss, ist, dass man hört ihn gut. Also der singt laut. Ich denke mal, es macht so ein Formel-1-Geräusch, wenn man schneller fährt. Also das ist auf jeden Fall lauter als der Mitas. Ich wollte mich noch für die Unterstützung bedanken, die ich im Moment sehr, sehr gut gebrauchen kann. Vielen, vielen Dank. Bei Oliver, Bubba X, Micha, Los Reyes aus Kiel, Erik, Michael und Stefan. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mir sehr. Ihr haltet mich am Leben. Ja, es gibt schon Monate, da ist es so, geht's 0 auf 0 raus. Deswegen ist es einfach so, dass ich jetzt ab und zu mal irgendwie eine Woche oder 2 Wochen irgendwo eine Pause einlegen muss und einfach arbeiten. Ja. Das macht das Reisen natürlich noch langsamer, aber so ist es. Es ist ja auch bei mir, ich reise gar nicht mehr, sondern ich lebe hier auf dem Motorrad. Deswegen, das verändert das natürlich. Ja, und jetzt esse ich mein Eis auf. Und es ist auch so, ich kenne mich jetzt hier immer besser aus. Die Tür, also nicht die mit dem Trapiche, was da steht, sondern diese mit der Treppe, da geht's hoch zur Eiscafé. Und wenn man unten rumläuft, kann man es nicht sehen, aber man könnte es oben sehen. Da, wo die, hola, wo die netten Leute sind. Die sind alle super nett. Mich kennt natürlich jeder hier. Also ich glaube, hier kommt alle 2 Jahre mal ein weißer Mensch vorbei. Das ist alles immer so, was willst du hier? Das Wetter ist leider nicht so gut im Moment. Es regnet eigentlich jeden Tag. Gestern hat es brutal geregnet. Da war hier die Straße in Fluss. Resultat war, dass heute Morgen kein Internet gab. Also das Internet war ausgefallen, weil, das habe ich natürlich jetzt erst hinterher erfahren, so ein Pfosten, also die haben hier so, ja, so Sendemasten, so nennt man das, oder? Wo halt die Antennen dran sind. Der ist umgefallen, weil unten das Erdreich ausgespült wurde, ist umgefallen. Deswegen heißt, im Dorf gibt es kein Internet. Und es gibt hier halt auch kein Telefonsignal. Das heißt, heute Morgen hatte ich dann Unterrichtsstunden, also haben Leute gebucht. Ich mache ja Deutschlehrer und ja, konnte ich leider nicht geben. Ich bin hier rumgelaufen und dann habe ich irgendwo so ein bisschen, dass ich wenigstens das absagen konnte noch. Und dann habe ich rausgefunden, okay, auf dem Dach oben, ganz oben, da habe ich Signal. Und dann konnte ich da 1 Stunde Unterricht geben. Mit dem Handy, Hotspot über den Computer und dann, jetzt geht's aber wieder das Internet. Also die haben das so wirklich auch schnell repariert, das denkt man gar nicht hier so am Arsch der Welt. Aber haben das dann innerhalb von einem Tag wieder repariert. Und die Leute, die tun halt, was sie können. Ich habe natürlich dann rumgemeldet, kein Internet, lalalala. Aber was sollen die Leute machen? Ja? Die anderen haben auch kein Internet. Naja, das sind so die kleinen Probleme. Eine Sache vielleicht noch, es gab noch einen Kommentar, ja, wie alt ist denn das Video? Da sind ja noch Masken und so, tragen die Leute noch Masken und ich trage ja auch eine Maske in dem Video in der Seilbahn. Denn in Bolivien war es 2023 noch Pflicht, in der Seilbahn Maske zu tragen. Und es ist auch so, dass manche Leute bis heute Maske tragen in Südamerika. Also es ist so, dass es sich hier eingebürgert hat oder manche Leute tragen halt Maske. Wie zum Beispiel hier das Mädchen hier. Seilbahnen gibt es ja hier in mehreren Städten, zum Beispiel auch in Medellin. Und da war es jetzt gerade vor 2 Tagen, ist eine Seilbahn runtergefallen. Ich glaube, eine Person ist gestorben, es gab Verletzte. War ich ein bisschen geschockt, weil mit der Seilbahn bin ich auch gefahren vor 2 Monaten. Genug geschwätzt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.